Good morning, my dear friends. Guten Morgen, meine lieben Freunde. I hope you remember or you learn a very important thing. Ich hoffe, dass du etwas sehr Wichtiges gelernt hast und dich daran erinnerst. If you're in Jesus and live in Him, you will always be well. Wenn du in Jesus bist und in ihm lebst, dann geht es dir immer gut. If you're not, even though your circumstances are well, you will not be well. Falls nicht, können selbst deine Umstände gut sein, aber dir wird es nicht gut gehen. Now, let's go to verse 12 Lass uns mit Vers 12 weitermachen. of Philippians chapter 2. In Philipper Kapitel 2. My beloved ones, just like you've always listened to everything I've taught you in the past, Meine Geliebten, so wie ihr immer auf alles gehört habt, was ich euch in der Vergangenheit gelehrt habe, I'm asking you not to keep following my instructions as though I were right there with you. Now to keep following, bitte ich euch auch jetzt meine Anleitungen zu folgen, als ob ich direkt bei euch wäre. Isn't it interesting how the Passion puts this? Interessant, wie die Passion das ausdrückt. You know, this actually reads like Paul was a very controlling leader. Es liest sich, als wäre Paulus ein sehr kontrollierender Leiter. You know, hey, you've always done what I told you, now keep doing it. Ihr habt immer gemacht, was ich euch gesagt habe, jetzt macht so weiter. Learn a secret here. Lerne hier ein Geheimnis. Unless you see the Bible as a whole, you will always misunderstand many things. Solange du die Bibel nicht als Ganzes betrachtest, wirst du vieles immer falsch verstehen. And I've seen this so many times in so many churches. Das habe ich so oft in vielen Gemeinden beobachtet. The leader takes one Bible verse out of Hebrews chapter 13. Der Leiter nimmt einen Bibelvers aus Hebräer 13 heraus. Obey your leaders. Gehorcht euren Leitern. And they build an entire doctrine on one single Bible verse. Und baut eine ganze Doktrin auf einen einzigen Vers auf. You can't do that. That's violation of the rule of Bible interpretation. Das verstößt gegen die Regeln der Bibelauslegung. We take this statement out and we can say, well, Paul insisted everybody does exactly what he tells them. Sonst könnten wir diese Stelle nehmen und sagen, dass Paulus darauf bestand, dass jeder seine Anweisungen genau befolgt. Well, look, first of all, he says, my beloved ones. Erstens sagt er, meine Geliebten. He doesn't tell them, hey, I'm above you, you are underneath me, so do what I tell you. Er sagt nicht, hey, ich stehe über euch und ihr unter mir, also gehorcht mir. So he addresses them as beloved fellow servants in Jesus Christ. Er spricht sie als geliebte Mitdiener in Jesus Christus an. And if you take the whole Bible and the whole life of the Apostle Paul, you will find something else. Und wenn du die gesamte Bibel und das Leben des Apostel Paulus betrachtest, findest du heraus, You will find that he said, follow me as I follow Jesus. dass er sagte, folgt mir, wie ich Jesus folge. You will find that he said, those in Berea were better than the others because they checked in the Bible if what I taught was right. Du findest heraus, dass er sagte, die Beröer waren klüger als die anderen, weil sie in der Schrift geforscht haben, ob meine Lehre stimmt. So Paul was not controlling the church into the Philippians at all. Paulus hat also die Gemeinde in Philippi absolut nicht kontrolliert, But they saw his servant heart, his heart of surrender. sondern sie sahen sein dienendes Herz voller Hingabe. They saw how he was willing to lay down his life for the church. Sie sahen, dass er bereit war, sein Leben für die Gemeinde zu geben, How Jesus was absolutely everything to him and he lived surrendered. dass Jesus absolut alles für ihn war und er hingegeben lebte. They followed his example much more than him as a person. Sie folgten seinem Vorbild viel mehr als ihm als Person. And what happened? Was ist passiert? When people follow a leader, but they don't have an example to follow, it's always a mess. Wenn Menschen einem Leiter mehr folgen als einem Vorbild, dann geht das immer schief. But when people have a great example, it's wonderful when they follow the right leaders. Aber wenn sie ein gutes Vorbild haben, ist es toll, wenn sie den richtigen Leitern folgen. So now Paul comes and he says, guys, I'm asking you that you will keep following my instructions, just like if I would be with you. Paulus bittet die Philipper hier also, seinen Anleitungen zu folgen, so als wäre er bei ihnen. Why does he say that? Warum sagt er das? Well, Paul was a spiritual father. Paulus war ein geistlicher Vater. How is it with children? Wie ist es mit Kindern? Mommy's there and daddy's there and they watch you and then the kids do it. Wenn Mama und Papa da sind und die Kinder beobachten, dann folgen sie. But when mommy and daddy are not there, then they don't do it. Aber wenn Mami und Papi nicht da sind, machen sie es nicht. See, Paul is speaking to spiritual children. He says, don't just do what I'm telling you when I'm with you, but please also in my absence. Paulus redet hier zu geistlichen Kindern und sagt, folgt meinen Anleitungen nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern bitte auch in meiner Abwesenheit.
You see, this is the heart attitude that we as Christians need to have. Wir als Christen müssen die Herzenseinstellung haben. We need to serve Jesus when nobody sees us, just like everybody sees us. Jesus genauso zu dienen, wenn uns keiner sieht, wie wenn wir gesehen werden. And Paul taught this in other places. Und Paulus lehrte das an anderer Stelle. Don't serve God as one who is just pleasing man. Remember, God sees you. Dient Gott nicht, als ging es darum, Menschen zu gefallen, sondern denkt daran, dass Gott euch sieht. And now Paul continues and says this. Dann fährt Paulus fort. Now you must continue to make this new life manifest as you live. Jetzt müsst ihr damit fortfahren, dieses neue Leben vollständig zu entfalten, In the holy awe of God, which brings you trembling in his presence. indem ihr in heiliger Ehrfurcht vor Gott lebt, was euch bebend in seine Gegenwart führt. So look at the context. Schau dir den Kontext an. Paul never is telling them what to do because he told them so. Paulus sagte ihnen nicht, was sie tun sollten, weil er es ebenso wollte. Paul is not even trying to control their personal and private lives. Paulus versucht noch nicht mal, ihr persönliches Leben zu kontrollieren. Paul is not saying, I'm a leader, therefore do as I tell you. Er sagt nicht, ich bin dein Leiter, darum mach, was ich dir sage. What is the thing that he's asking them to obey and follow? Was bittet er sie zu befolgen? Look how clear that is. Schau, wie eindeutig das ist. He said, now you must continue to make this new life fully manifest. Er sagt, jetzt müsst ihr weiterhin dieses neue Leben völlig verkörpern. So Paul is not worried whether they obey him or not. He's worried whether they express the life of Jesus. Paulus macht sich also keine Gedanken darum, ob sie ihm gehorchen oder nicht, sondern ob sie das Leben Jesu zum Ausdruck bringen. There is a huge difference if you simply obey your leader or if your leader desires for you to express the life of God. Es ist ein riesiger Unterschied, ob du einfach nur deinem Leiter folgst oder ob dein Leiter möchte, dass du das Leben Gottes ausdrückst. And Paul understood Paulus verstand, that we have to live in this holy awe of God, dass wir in dieser heiligen Ehrfurcht vor Gott leben müssen, which the Bible calls also the fear of God, which unfortunately many people misunderstand, was die Bibel auch Gottesfurcht nennt und leider von vielen völlig missverstanden wurde. because it doesn't mean be afraid of God, Denn das bedeutet nicht, Angst vor Gott zu haben, but it means we tremble in his presence to make sure that we truly please our Father in heaven. sondern in seiner Gegenwart zu erbeben, damit es uns wirklich darum geht, unseren Vater im Himmel zu ehren. So Paul neither did he control people, nor did he tell people what to do with their daily life. Paulus kontrollierte also weder Menschen, noch sagte er ihnen, wie sie ihr tägliches Leben zu führen haben. But what he told them is to express this incredible life of God. Aber er sagte ihnen, dass sie dieses herrliche Leben Gottes zum Ausdruck bringen sollen. Listen, Hört zu, we need more leaders wir brauchen mehr Leiter, who constantly challenge us to express that new life through us wherever we go. die uns beständig herausfordern, überall dieses neue Leben zu verkörpern. If this is how we would live our lives, the world would already be a different place. Wenn wir so leben würden, würde die Welt bereits ganz anders aussehen. I will see you tomorrow. Bis morgen.